Seit dem letzten History of Chaos Video ist auch schon wieder viel Zeit vergangen. Aber wollte ich nicht eins zu einem ganz anderen Thema machen? Ne, ich habe gerade eher Bock, wieder über ältere Videos reinzusprechen. Im dritten Part haben wir schon mal über solche Videos gesprochen und es hat mir echt so viel Spaß gemacht, dass ich jetzt den zweiten Teil dazu bringen möchte. Und damit geht es auch schon los. Ich wette mit euch, dass Marvin sich genauso wegquitschen wird wie ich, weil anders kann man es nicht beschreiben. Ich habe ja damals zu 2015 Zeiten schon einiges gebracht, aber noch keine aufwendigen Videos wie Meinungsblogs und so weiter. Was auch besser so war, weil ich dafür wahrscheinlich so dumm war. Ja, das muss hierbei gesagt werden, bin ich ehrlich. Doch um was für ein Video geht es hier? Im Jahre 2015 hatte Marvin meinen Kanal analysiert und als guter Freund habe ich natürlich auch eine Kanalanalyse zu seinem Kanal gemacht, die ihr aus guten Gründen nicht mehr finden werdet. Stolze 43 Aufrufe hat das Video gemacht, was mehr als verdeutlicht, wie scheiße das Video eigentlich ist. Und ich muss mir nicht mehr dafür 10 Sekunden anschauen, um zu erkennen, was daran so alles falsch ist. Zunächst einmal ist es eine One-Take-Aufnahme ohne Musik oder dergleichen. Jede Wette, ich habe das Ding einfach nur aufgenommen und dann so 1 zu 1 hochgeladen, weil das würde es mehr als erklären. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie Marvin es damals gemacht hat, aber ich bin mir sicher, dass es noch professioneller war als mein Video. Warum das hier ein großes Problem ist, werdet ihr auch noch gleich verstehen. Denn es war eine reine Bildschirmaufnahme gewesen, kein Gameplay, kein Standbild wie bei meinen damaligen Infovideos, einfach nur eine reine Bildschirmaufnahme. Gerade bei einer Kanalanalyse ist das fucking unprofessionell. Ich schäme mich echt für das Video, das glaubt ihr mir nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich da 169 Abonnenten hatte. Holy shit. Was vielen ins Auge springen wird, und ja, ich habe den Browser damals standardmäßig verwendet, ist der Internet Explorer. No shit, damals habe ich den Browser verteidigt, was das Zeug hält. Gut, dass ich das heute nicht mehr mache. Aber nochmal danke, dass ich damals bei deiner Kanalbox ganz oben bei dir war. Ansonsten geht es weiter mit der Unprofessionalität over 9000 und die Videos von seinem Kanal habe ich nicht über den YouTube-Player abgespielt oder im Schnitt eingefügt. Nein, ich bin durch mein Backup gegangen und habe daraus dann die Videos abgespielt. Alter, ich kann nicht mehr. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, habe ich auch noch in den Videos nach den Stellen gesucht, die ich zeigen wollte. Alter, ich halte das nicht mehr aus. Wie viel Zeit einfach dabei verschwendet wurde, die Videos rauszusuchen und dann noch die Stellen rauszusuchen. Alter, unprofessioneller geht es gar nicht mehr. Gut, dass das Video der Vergangenheit angehört und ich das viel besser machen würde. Und das trifft auch auf Marvin zu. Ihr könnt ihn ja gerne mal abonnieren, denn er macht neuerdings richtig epischen Stuff, der wirklich professionell as fuck ist. Und ich bin ehrlich, er hätte die 1000 Abos dafür so safe verdient. Kein Scheiß. Vergessen wir schnell wieder dieses Video und beschäftigen wir uns mit einem hoffentlich professionelleren Video. Oder auch nicht. Denn Marvin hat damals sich von mir gewünscht, dass ich eine PvP-Analyse zu ihm mache. Im Grunde sollte ich gegen ihn fighten, seine Kampfweise beschreiben und bewerten, was ich als Nicht-Minecraft-PvP-Pro natürlich kann. Scherz beiseite, es war verdammt schwer, weil ich sowas nicht gut bewerten kann. Und das wird mit Sicherheit jeder beim Zuschauen bemerkt haben. Und am Ende sollte ich eine Runde zeigen, wo er im Skywars komplett rasiert. Unten rechts konnte man dann auch immer die Handcam von Marvin sehen, da er wollte, dass ich das in der Aufnahme mit einblende. Allerdings haben wir das über Skype gemacht. Das gute alte Skype. Und da gab es auch so manche Probleme. Dazu muss ich sagen, die Runde, die gezeigt wurde, war die erfolgreiche Runde gewesen. Denn in der Minecraft-Szene war es damals scheinbar ein ungeschriebenes Gesetz gewesen, dass Runden, wo man verloren hat, nicht gezeigt werden sollen. Keine Ahnung, wie es heutzutage ist. Deshalb gab es am Ende noch ein Best-of davon. Und auch schon damals hat es Marvin einfach drauf gehabt zu ragen. Oh, fuck it doch mal. Wie verhalten die aus? Dreckiger Vollpfosten, Hurensohn. 34er Bastard, der nix kann und dann so, ich muss down die Lava Place, ich kann nix. Och, halt die Fresse, du dreckiger Bastard, Alter. Einer für mich? Eine Sache muss ich an dem Video aber noch loben. Es gab Musik im Hintergrund. Wenigstens eine Steigerung im Vergleich zum vorherigen Video. Was wir eigentlich vergessen wollten. Genug Marvin für heute, denn die anderen wollen ja auch mal zum Zug kommen. Und jetzt wird es etwas lost. Also von allen Seiten. Es ist zwar schon Ewigkeiten her, aber Jumpgamer hatte mal Sonic an dich gestreamt. Und ich habe mit Terra und Atomic damals den Stream gemeinsam mitverfolgt. Und irgendwann kamen wir auf die geniale Idee, keine Ahnung von wem das ausging, Jumpgamer im Chat etwas zu ärgern, wie dass er angeblich schlecht sei. Und auch andere dumme Kommentare von Seiten der anderen. Die Aufnahme war damals random entstanden und war die Geburt der Livestream-Lästern-Reihe, die am Ende leider nur ein einziges Video umfasst. Warum war das so? Mal abseits davon, dass es keine wirklichen Gelegenheiten mehr gab, ist die Sache teilweise komplett eskaliert. Spätestens mit Mayonnaise wurde es richtig niveaulos und ich war der einzige Moderator im Call gewesen. Um mal ein paar Beispiele zu zeigen. Es wurde so hart lost, dass später der German Wizard, damals auch bekannt als Sonic Shadow Fusion, auch eingreifen musste. Und ich muss mich hier mal loben, denn ich habe, wenn auch sehr spät, irgendwann aktiv gesagt, dass man mal einen Gang runterschalten sollte. Das halt, nee.
So, das war jetzt übertrieben. Es reicht. Wer geht über im Textchat? Nein. Nein, es reicht. Wir lassen jetzt nur noch Call jetzt nicht hier in diesem Chat. Wir lösen es dann auf, wenn sie kommen. Ach komm, okay. Also das könnte jetzt ein S-Mann sein. Tara! Voll gut. Wir haben gesagt, nee, nein. Feuer aus. Es reicht. Ich gebe zu, manche Kommentare waren witzig wie dieser hier. Mir fällt auf, dass der Livestream falsch geschrieben hat. Wobei mir auffällt, im Titel steht zwar Sonic the Hedgehog 2 und 6, aber er hat Sonic A nicht gespielt. Verstehe ich nicht. Aber ich glaube, Mayonnaise hatte damals Schwein gehabt, dass Marvin sich für dieses Video nur interessiert hat, wenn man sich den Kommentar von ihm bei Minute 7 anschaut. Wow, bist ja voll ehrenlos, Marvin jetzt gegen Mayonnaise zu hetzen. Der ist ohnehin kaum online, da wird eh nichts passieren. Glaub mir. Offen gesagt, so lustig es auch war und ich nicht der Schlimmste im Call war, ich bin ehrlich, es war teilweise echt zu viel gewesen. Das erklärt auch, warum es nie ein zweites Video zu dieser Reihe gab. Da haben wir mal wieder einen Beweis, dass es mir überhaupt nicht um die Klicks geht. Im Gegensatz zu Flo, siehe sein Kommentar. Ich muss jetzt noch irgendwas aufnehmen, weil mit solchen Chaoten in der Aufnahme zu haben, das gibt Klicks. Geil! Außerdem war Jump Gamer zu der Zeit besser als ich in dem Spiel gewesen. Sprich, eigentlich hätte ich mein Maul halten sollen. Deshalb, auch wenn es sehr spät kommt, sorry an Jump Gamer, dass es so ausgeartet ist. Zum Abschluss kommt nochmal eine Reihe, die in keiner Form kritisch ist. Damals hatte mein Kumpel MSC ein K-Ship Mania Turnier ins Leben gerufen, wo ich auch selbst teilgenommen habe. Eigentlich war ich der einzige Teilnehmer. Da merkt man leider, dass es niemand interessiert hat, was schon etwas traurig war. Mir war zwar klar, dass ich gegen MSC keine Chance hatte, der in dem Spiel mehr Erfahrung hatte und zudem mit einem Arcade-Controller angetreten ist, aber es war trotzdem spaßig und ich konnte ein paar tolle Tracks hören. Wen es mal interessiert, kann sich die Reihe gerne mal anschauen. Vielleicht macht MSC, gut, er heißt jetzt Akito, vielleicht macht Akito mal wieder so ein Turnier mit hoffentlich ein paar mehr Teilnehmern. Ich dürfte ja jetzt besser sein als damals. Ich werde diese Worte sowas von bereuen. Und das wäre es erstmal für heute. Was habt ihr zu den Videos zu sagen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich denke mal, dass nur noch ein Video zu dieser Unterreihe kommen wird, weil ich das meiste schon angesprochen habe. Aber mal schauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao! Shiny sun, my diamond, my sorrows and desires, no crystallize